Im aktuellen DLC Dawn of Ragnarök gibt es eine Möglichkeit, wie ihr unendlich Huga-Energie für eure Odin-Fähigkeiten bekommen könnt, ohne jemals die Huga-Energie aufladen zu müssen. Wie das funktioniert, das erkläre ich euch heute im Video. Ihr wisst, in Dawn of Ragnarök sind die Odin-Fähigkeiten essentiell wichtig. Sei es, um den Kampf einfacher zu gestalten, um spezielle Rätsel zu lösen oder um sich einfacher auf der Karte fortzubewegen. Und dabei müssen wir natürlich immer unsere Energie aufladen, sei es an den Blumen, an getöteten Gegnern oder an diesen Huga-Schreien. Das heißt, wir müssen immer irgendwo hin und das ist relativ nervig. Aber es gibt eine Möglichkeit, wie, egal wo ihr seid auf der Karte, wie ihr immer 100% Huga-Energie haben könnt, ohne euch bewegen zu müssen. Für diesen einfachen Trick gibt es ein paar Voraussetzungen, die wir benötigen. Zum einen sind das Ressourcen, zum anderen sind es Upgrades und zum dritten ist das eine spezielle Rune. Fangen wir doch mal gleich mit der Rune an. Das ist die Rune Nervennahrung und die bekommt ihr im Osten von Svaladar im River Raid Große Mühle. Da ist auch ein Aussichtspunkt in der Nähe und da müssen wir sowieso wegen der Story hin. Dabei wird diese Rune dann von einem Gegner gedroppt, den ihr besiegt im River Raid. Das kann natürlich auch ein anderer Gegner sein als hier jetzt der Berserker. Wenn es so gewesen ist, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Und vor allen Dingen, ob ihr vielleicht sogar diese Rune bei einem anderen River Raid bekommen habt. Ich habe aber einmal offscreen und einmal im Stream diese Rune immer in dem River Raid Große Mühle bekommen. Von daher denke ich, dass es nur dort erhältlich sein wird. Die erlaubt es euch, wenn ihr eure Huga-Energie aufladet, dass ihr dazu noch ein bisschen Nahrung bekommt. Wenn ihr schon mal in der großen Mühle seid und noch nicht genügend Quarz habt, dann würde ich euch empfehlen, 2 bis 3 River Raids zu machen. Dann habt ihr genügend Quarz, 25 braucht ihr insgesamt. Wir brauchen die Kraft des Rabens und wenn ihr die besitzen wollt, müsst ihr natürlich einen Raben töten. Und wenn wir das gemacht haben, bekommen wir Federn. Macht das ruhig weiter, denn wir brauchen insgesamt 20 Federn für ein gewisses Upgrade. Wenn ihr dann also, glaube ich, im Schnitt 10 Raben eliminiert habt, dann habt ihr auch genügend Ressourcen für den nächsten Schritt. Zuallererst geht ihr in eine Zwergenzuflucht zu einem Schmied. Der hat die Möglichkeit, euer Hugarib abzugraden und dann müssen wir die Rabenausdauer upgraden. Das kostet uns 5 Quarz und 20 Federn. Dort wird die Dauer auf 50 Sekunden erhöht und das heißt, wir haben mehr Zeit zu fliegen. Warum das wichtig ist, das sage ich euch gleich. Und für 10 Quarz können wir uns dann einen zweiten Hugarib-Balken erkaufen. Damit können wir die Fähigkeiten noch länger nutzen. Das brauchen wir auch für gleich. Und als vorletztes brauchen wir dann noch das Fähigkeitenvertiefungs-Upgrade. Das ist direkt darunter. Ich glaube, das kostete 10. Ich habe jetzt leider keine Aufnahme mehr davon. Und das brauchen wir auch für später. Wenn ihr all das gemacht habt, dann brauchen wir nur noch eine Ressource und zwar die Glut von Muspelheim. Die befindet sich auf den Muspelmonolithen und da müssen wir jetzt rauf. Das sind diese fliegenden Festungen und mit den Upgrades, die wir gemacht haben, geht das Ganze auch relativ leicht. Stellt euch also einfach dazu in der Nähe von so einem Muspelmonolithen auf den Berg oder direkt darunter und dann könnt ihr mit der Kraft des Raben einfach hochfliegen. Dadurch, dass wir mehr Zeit haben und einen zweiten Balken haben, ist es eigentlich egal und ihr braucht euch da keine Sorgen machen. Könnt also hochfliegen und müsst das Ganze bei 2 Monolithen durchführen, denn pro Monolith bekommt ihr nur eine Glut. Wenn ihr dann zweimal Glut von Muspelheim habt, geht ihr nochmals in die Zuflucht wieder zum Schmied und könnt dann eine Fähigkeitenvertiefung auswählen. Hierbei ist wichtig, ihr könnt nur eine Fähigkeitenvertiefung von diesen 4 auswählen. Wir haben hier Windschatten, Opfer, Vielseitigkeit und Effizienz. Wir wollen aber die Fähigkeitenvertiefung Opfer nehmen. Das erlaubt es dir, deine Huga-Leiste jederzeit komplett aufzufüllen, indem du mit 8, also das ist meine Taste bei mir jetzt auf dem PC, eine große Menge Gesundheit opferst. Und jetzt wisst ihr wahrscheinlich schon, auf was ich hinaus möchte. Szenario ist wie folgt. Ihr habt volle Gesundheit, volle Huga-Energie und maximal 5 Rationen, also 5 Medipacks in Anführungsstrichen, sonst funktioniert dieser Trick nicht ganz so gut. Ihr nutzt diese Fähigkeit, die ihr wollt, zum Beispiel Kraft des Raben, 2-mal hintereinander, sodass die beiden Balken leer sind, oder Kraft des Winters im Kampf 2-mal, sodass ihr danach keine Huga-Energie mehr habt. Jetzt könnt ihr die Fähigkeit Opfer nutzen. In meinem Fall drücke ich die Taste 8. Ich gewinne Huga-Energie dazu und verliere dadurch 2/3 meiner Lebensenergie. Dadurch, dass ich die Rune Nervennahrung ausgerüstet habe und ich gerade Huga dazu gewonnen habe, bekomme ich gleichzeitig aber auch eine Mahlzeit dazu. Das heißt, vorher hatte ich 5 Mahlzeiten, jetzt habe ich 6, nutze eine Mahlzeit davon, bin also auf demselben Stand wie vorher und habe aber volle Lebensenergie und volle Huga-Energie. Ich wiederhole den Prozess, ich nutze Energie für irgendwas, was ich möchte, habe wieder beide Balken leer und drücke dann wieder die Taste 8, verliere im Grunde Lebensenergie, bekomme aber durch die Rune eine Mahlzeit dazu. Das funktioniert nicht immer, aber in
95% aller Fälle habe ich immer eine Mahlzeit dazu bekommen. Das heißt also, das ist ein ewiger Kreislauf und so könnt ihr immer und überall jederzeit Huger-Energie dazu gewinnen. Dadurch ergeben sich unglaubliche Möglichkeiten, also sei es, weil ihr euch keine Gedanken machen müsst, wie ihr auf diese Muspelmonolithen kommt, weil ihr unendlich Energie habt zum Fliegen, oder im Kampf gegen große Gruppen macht ihr euch keine Gedanken, weil ihr im Grunde unendlich mal Kraft des Winters spammen könnt. Das Einzige, wo ich Probleme sehe, ist im Bosskampf. Da ist es sehr hektisch, die Taste H zu drücken, die Taste 8 zu drücken, das immer im Wechsel und dann nochmal die Fähigkeiten-Taste, das ist relativ tricky. Auf dem Controller mag das vielleicht besser gehen, aber ich hatte da auf jeden Fall Probleme. Sonst aber nicer Tipp, denke ich mal, von meiner Seite. Ich hoffe, der hat euch geholfen und ein bisschen überrascht. Wenn ja, lasst doch mal einen Daumen nach oben da und das Abo mit der Glocke, da würde ich mich freuen, denn ich habe noch ein paar weitere Videos solcher Art hier auf Lager. Würde ich mich freuen. Und sonst sehen wir uns in den nächsten Videos, wie ich euch erkläre, wie ihr am einfachsten die Rätsel lösen könnt von den verschiedenen Collectibles. Bleibt also dran und wir sehen uns im nächsten Video. Und die Glocke habt ihr ja bestimmt aktiviert beim Abonnieren, oder? Ey, boah, ja, die haben die aktiviert, hast du gehört? Was? Höre ich da die Glocke? Nice. Jetzt heißt es für euch abwarten und Met trinken. Auf dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin, euer Eivor.